Heute blicken wir auf eine der beliebtesten Marken der Welt, Nintendo, bekannt für Spielspaß, Wii Sports und vor allem für eine große Gaming-Revolution damals mit der Nintendo Wii, die gefühlt jeder Haushalt besaß. Aber natürlich auch bekannt für Pokémon und die Videospielfigur Mario. Wir schauen darauf, wie es dem Unternehmen geht und wie die Zukunft im Gaming-Konsolen- und Videospielebereich aussieht. Um einen Vergleich zu den größeren Konkurrenten zu ziehen, was gar nicht so einfach ist, da Nintendo neben der eigenen Konsole auch noch eine Menge an Software, also Spielen und Franchises anbietet, schauen wir zunächst einmal auf die Konsolenwelt. Die Konsolen bieten heute natürlich alle die bequeme Möglichkeit, dass man sich Spiele im integrierten Online-Shop einfach herunterladen kann. Bei einer weltweiten Umfrage des GWI mit 21.000 Teilnehmern mit Bezug zum Gaming kam heraus, dass 47% der Befragten Nutzer von Nintendo Switch Online sind. 33% von PlayStation Now und 24% von PlayStation Plus. Xbox Live übertraf in dieser Umfrage sogar noch Nintendo und kommt auf 48%. Die Kosten für Nintendo Switch Online betragen für den Nutzer 20 € im Jahr. Das günstigste PlayStation Plus Abo kostet aber bereits 60 €, während der Game Pass bei der Xbox zum Beispiel bei 120 € im Jahr liegt. Dafür gibt es natürlich bei Xbox Live aber kostenfreie Varianten, was die hohe Nutzungszahl hier auch erklärt. Hier erkennen wir also, Nintendo Switch Online ist bei den Gamern beliebt, aber auch verhältnismäßig günstig, wobei die Preise hier bei allen Angeboten schwanken. Erkennbar ist in dieser Grafik auch, dass noch weitere potenzielle Nutzer in den nächsten 12 Monaten planen, weitere Services hier zu nutzen. Vor allem das Interesse an PlayStation Now und an dem Xbox Game Pass scheint groß zu sein. Natürlich kann man Spiele nicht nur direkt auf der Konsole oder zum Beispiel im Fall von Nintendo bei den Konsolenanbietern im Online-Shop kaufen, mieten oder spielen. Amazon ist beispielsweise der beliebteste Online-Shop in Deutschland für Videospiele. Erst dahinter folgt der PlayStation Store. Steam dominiert natürlich den PC-Markt. Der Nintendo eShop liegt hier insgesamt auf Platz 8. Ca. 15% der Befragten in dieser Umfrage präferieren ihn. Die führenden Gaming-Unternehmen weltweit sind Tencent, Sony, Apple und Microsoft. Nintendo liegt hier nach Umsatz gerechnet nur auf Platz 9. Man erkennt aber auch bereits an diesem Ranking, der Markt für Smartphone-Apps ist gigantisch und überrollt das klassische Konsolengaming ein wenig. Das begünstigt auch dieses Ranking. China und die USA sind die größten Gaming-Märkte weltweit. Deutschland liegt hier immerhin auf Platz 5 hinter Südkorea, wobei die Top 3 in diesem Ranking deutlich größer sind. Wir erkennen in diesen Vergleichen, dass es bei der Marktposition von Nintendo immer darauf ankommt, wie man das Marktsegment sieht. Im Gaming-Markt generell sind sie zwar groß, aber natürlich abgeschlagen hinter Giganten wie Tencent. Im Konsolenmarkt liegen sie in etwa gleich auf mit Sony und Microsoft, je nachdem, welchen Zeitraum man sich anschaut, und konkurrieren vor allem eben mit der PlayStation und der Xbox. Im Softwaremarkt sind sie ebenfalls unterwegs und besitzen erneut andere Konkurrenten. Bei den Konsolenverkäufen besitzt die Nintendo Switch aktuell den Vorteil, dass sie schon deutlich länger am Markt ist als beispielsweise die PlayStation 5 oder die neue Xbox-Generation. Gerade das macht den Vergleich hier natürlich ein wenig schwierig. Wir sehen hier, dass die Verkaufszahlen der Switch 2020 ihren Höhepunkt erreichten, natürlich auch wegen der Corona-Pandemie. Nintendo dürfte damals also ein Pandemie-Gewinner gewesen sein. Gleichzeitig sehen wir in 2021 ein Hochlaufen der anderen neuen Konsolengeneration bei Sony und Microsoft. Dieser Zeitversatz zwischen dem Release der Switch und der neuen Generation bei den Konkurrenten führt natürlich auch dazu, dass die Switch deutlich ältere Hardware besitzt und daher nur schwer konkurrieren kann, was die technischen Anforderungen angeht. Aktuell gehen Experten davon aus, dass eine Nintendo Switch 2 erst 2024 erscheinen wird. Bis dahin soll auch kein Pro-Modell mehr released werden, das etwa noch leistungsstärkere Hardware oder 4K-Auflösung bieten könnte. 2021 hat Nintendo schon mit der Switch OLED ein neues Modell auf den Markt gebracht. Der Hardware-Nachteil ist natürlich ein wenig doof, möchte man meinen, wenn die Konkurrenten gerade den Markt abstauben mit ihren neuesten Generationen. Dazu muss man aber auch fairerweise sagen, so ganz perfekt ist der Vergleich zwischen Nintendo und der Xbox und PlayStation natürlich nicht, denn durch die eigenen Exklusivspiele rund um Super Mario, Mario Kart, Mario Party, Pokémon und Co. gibt es genügend Gründe für die Gamer, Nintendo-Konsolen als Must-Have neben einer anderen Konsole anzusehen und im Haushalt zu haben. Denn während man bei der PlayStation und Xbox meistens die gleichen Spiele auf diesen beiden Konsolen erhalten kann, besitzt Nintendo viele Exklusivtitel, die ihre Konsole ebenso attraktiv machen. Also auch hier ist die direkte Konkurrenzsituation gar nicht mal eindeutig, wenngleich aber auch nicht völlig abwegig. Wenn man Tencent, Microsoft und Sony einmal ausschließt, weil diese Unternehmen ja generell sehr breit gefächert Umsätze erzielen, sehen wir hier einmal mit den restlichen Unternehmen den Verlauf der Marktkapitalisierung, also dem Wert an der Börse einiger Gaming-Unternehmen, die sich eher auf die Software, also auf die Spiele fokussieren. Hier sehen wir im Vergleich, dass alle seit Juni 2021 an Wert verloren haben. Activision Blizzard sank Ende 2021 zwischenzeitlich sogar unter dem Wert von Nintendo, rangiert jetzt aber wieder ca. $10 Milliarden höher.
Roblox erzielte ein kurzes Hoch Ende 2021 und fiel nun sehr tief und verlor einiges an Wert. Daran erkennen wir zum einen einen gewissen Wert bei Nintendo, nämlich ihre Stabilität, die sicherlich auch auf ihre Franchise- und Exklusivspiele zurückzuführen ist, die am Markt eben immer ziehen. Wir sehen aber auch, dass das Geld aus dem Gaming-Markt bei den Investoren im Moment eher hinausgezogen wird, wie im gesamten Aktienmarkt aber generell. Der Umsatz mit Videospielen, also genau das, was die zuletzt genannten Unternehmen eben vertreiben, ist im Asien- und Pazifikraum aufgrund von China, Japan, Südkorea am größten. Nordamerika und Europa nehmen gerade zusammen noch einen ähnlich großen Anteil ein. In den westlichen Ländern war der Umsatz 2021 rückläufig, während er in Asien und im Pazifikraum gestiegen ist. In der Marktposition von Nintendo vergebe ich 3 von 5 Sternen. Das Unternehmen wirkt halbwegs stabil in seiner recht exklusiven Position, ist im übergreifenden großen Gaming-Sektor im oberen Mittelfeld hinter der Spitze dabei, besitzt durch seine Exklusivtitel aber eben den Luxus, dass sich ihre Nische aber eben nicht zu 100% mit den Angeboten von Sony und Microsoft deckt. Folgt auf Instagram dem Kanal Check-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Im Nettoumsatz, also dem Umsatz, wo beispielsweise Retouren herausgerechnet sind, sehen wir, dass Nintendo zwischen den Jahren 2010 und 2018 mit stark geschwächten Umsätzen zu kämpfen hatte. Erst als 2017-18 die Nintendo Switch auf den Markt kam, stiegen die Umsätze wieder auf die alten Niveaus. In den Jahren 2018 bis 2021 war der Umsatz mit der Nintendo Switch-Plattform, also der Umsatz mit den Spielen dort und der Hardware, also der eigentlichen Konsole, die eindeutige Haupteinnahmequelle von Nintendo. Der Umsatz mit dieser Plattform stieg auf zuletzt über 12 Milliarden Dollar in 2021. Kein weiteres Feld schaffte es annähernd über die 1,5 Milliarden Dollar Marke. Den meisten Umsatz erzielen sie mittlerweile nicht etwa in Japan, sondern in Amerika. Mehr als 5,25 Milliarden Dollar in 2021 konnten hier umgesetzt werden. Die Umsätze steigen in allen Regionen recht regelmäßig seit 2018. Der Jahresüberschuss von Nintendo war in den Jahren 2012 und 2014 sogar negativ, wuchs dann mit der Nintendo Switch-Einführung 2017 mittlerweile auf über 4 Milliarden Dollar an. Seit 2017 stieg auch die EBIT-Marge von unter 10% auf zuletzt über 30% an. Auch für das kommende Jahr wird noch mit einer steigenden EBIT-Marge bei den Analysten kalkuliert, die beinahe an die 40% heranreichen soll. Die Dividendenrendite stieg zuletzt immer weiter an. In den Jahren 2021 und 2022 pendelte sie sich zwischen 3 und 4% ein, was schon ein lukrativer Wert ist. 2016 lag sie lediglich bei 1%. Auch die Fremdkapitalquote von ca. 20% ist ein guter Wert. Das Unternehmen besitzt also im Umkehrschluss einen hohen Eigenkapitalanteil, was in Zeiten von steigenden Zinsen ein Vorteil sein kann. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie lag 2016 kurzzeitig bei über 100, anschließend fiel es bis 2019 auf unter 20. Die Aktie war in den letzten Jahren also konstant durchschnittlich bewertet, mit fallendem KGV eher. Interessant ist, dass der Aktienchart das Tief in den letzten Jahren zwischen 2011 und 2016 genau parallel zum Umsatz mitgenommen hat. Auf der anderen Seite stieg die Aktie bereits im Vorfeld der Nintendo Switch-Einführung 2016 wieder kräftig an. Der positive Effekt der Nintendo Switch-Einführung wurde von den Anlegern also damals schon erahnt und vorher eingepreist. Wenn wir den Umsatz zwischen Hard- und Software aufteilen, dann sehen wir, dass Nintendo mehr Umsatz mit Software, also den Spielen, generiert. Lediglich 2017, das Jahr, in dem die Nintendo Switch-Konsole eingeführt wurde, war der Anteil am Umsatz, der mit Hardware, also der Konsole an sich, erzielt wurde, größer. In der Prognose von DFC Intelligence bis 2025 ist aber auch zu sehen, dass mit einem starken Rückgang im Umsatz gerechnet werden muss. Nintendo zufolge soll es ja wahrscheinlich oder vielleicht 2024 eine neue Konsole geben. Die könnte natürlich diesem Trend entgegenwirken. Wenn wir den Umsatz noch einmal nach Typ aufteilen, also ob online oder im Einzelhandel eingekauft wird, bezogen auf Hardware und Software, dann sehen wir, dass seit 2019 der Online-Umsatz die Einzelhandelsumsätze bei Nintendo überholt hat. Auch hier sollen die Umsätze in den kommenden Jahren aber wieder deutlich zurückgehen. Der Anteil der digitalen Verkäufe von Spielen bei Nintendo stieg 2021 auf über 40%, soll aber 2022 relativ konstant bleiben. Corona wird seit 2020 hier nochmal gewisse Effekte vorgezogen haben, die jetzt in einem Plateau münden. Die bestverkauftesten First-Party-Spiele, die für Nintendo natürlich ausschlaggebend sind, weil sie das Verkaufsargument Nummer 1 für eine Nintendo-Konsole sind in der letzten Zeit 2 Pokémon-Spiele, Mario Kart 8, Mario Party Superstars und Animal Crossing. Hier erkennt man die starken Brands von Nintendo, wenn es um ihre exklusiven Inhalte geht, die aus ihrer Sicht natürlich jede neue Konsolengeneration ein wenig absichern. Für die Kennzahlen vergebe ich 3,5 von 5 Sterne. Ja, Dividendenrendite, KGV, Fremdkapitalquote und auch der Umsatz in den letzten 5 Jahren, steigende EBIT-Marge, das sieht alles toll aus. Aber für die kommenden Jahre läuft die Konsolengeneration aus, möchte man sagen, und Nintendo muss mit einer neuen Generation an den Start gehen. Die guten Zahlen zuletzt resultieren natürlich auch aus den Effekten durch Covid-19.
Und damit wären wir bei den Risiken von Nintendo. Das erste Risiko haben wir bereits gerade schon fast gesehen. Sollte eine Konsolengeneration floppen, kann es auch mehrere Jahre lang eine am Boden liegende Aktie geben, wie hier im Zeitraum von ungefähr 2011 bis 2015. Natürlich sind ihre Brands absolut stark und auch eine gewisse Garantie, dass es aktuell immer wieder Interesse an ihren Konsolen und Spielen geben wird. Auf der anderen Seite kann eine Konsolengeneration natürlich auch schnell mal nur mäßig laufen. Die potenzielle Schadenshöhe schätze ich mit 7 ein und die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich immerhin bei 50%. Ausgaben für eine neue Konsole und Spiele können für viele Familien in einer Rezession übrigens etwas sein, was man sich zunächst spart. Man hat ja vielleicht noch die alte Konsole. Vor allem am Anfang einer neuen Konsolengeneration gibt es oft noch wenige Spiele, die wirklich gut sind, weil sich die Entwickler natürlich auch erstmal umstellen müssen, sodass erstmal Warten angesagt sein könnte. Nintendo hat hier natürlich den Vorteil, dass vieles aus dem eigenen Hause kommt. Die wirtschaftliche Rezession könnte der Einführung der neuen Konsolengeneration von Nintendo also wirklich schaden. Das zweite Risiko, aber auch gleichzeitig eine Chance, sehe ich im wachsenden Mobile Gaming Markt. Natürlich bietet die Nintendo Switch Konsole hier erstmal einen Vorteil. Sie ist klassische Konsole und Handheld, also mobile Konsole zugleich. Gerade deshalb mag man vielleicht denken, ist das klassische Mobile Gaming auf dem Smartphone vielleicht gar nicht so wichtig für Nintendo. Letztendlich könnte das sogar ein wenig diesen Absatz ihrer mobilen Konsolen gefährden oder zumindest dieses Features, wenn ihre Apps und mobilen Games für Smartphone zu stark die Konsole substituieren. Trotzdem bleibt das Mobile Gaming auf dem Smartphone-Markt ein riesiger Markt, der auch stark wächst, den sie meiner Ansicht nach noch zu wenig nutzen. Die Schadenshöhe sehe ich hier noch relativ niedrig bei 4 und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass sie hier nicht mehr aufholen können, nur bei 30%, aber ich würde die Entwicklung auf jeden Fall im Auge behalten. Das dritte Risiko sehe ich darin, dass die Nintendo-Aktie eine zyklische Aktie ist, wie wir in den abwechselnden Hoch- und Tiefphasen bei den Umsätzen gesehen haben. Sie haben zwar starke Franchise-Titel oder First-Party-Titel, schöpfen den Markt aber nicht so kontinuierlich ab wie zum Beispiel EA mit der FIFA-Reihe, wo jedes Jahr ein neuer Titel erscheint. Aus Gamer-Sicht kann man das eigentlich nur positiv finden, weil wer braucht jedes Jahr ein neues Vollpreis-FIFA-Spiel, was eigentlich nur ein besseres Update ist. Aus Anlegersicht ist diese extrem zyklische Abhängigkeit, also über die Jahre hinweg, jedoch nicht so schön. Gleichzeitig sind sie auch in den anderen Geschäftsfeldern wie E-Sports und Streaming noch nicht so stark unterwegs. Die Schadenshöhe sehe ich hier insgesamt bei 7 und die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass das alles so bleiben wird, bei 50%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 2,5 von 5 Sterne. In den genannten Risiken stecken im Umkehrschluss, wie immer bei schlechten Wertungen in dieser Kategorie, natürlich auch große Chancen, überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen. Wächst Ihr E-Sports-Anteil oder finden Sie neue starke First-Party-Titel, die Sie beispielsweise jährlich abschöpfen können, erschaffen Sie eine neue tolle Konsolengeneration, dann haben Sie natürlich auch die Chance, diese Risiken, die in der Aktie sicherlich eingepreist sind und den Kurs etwas drücken, aufzulösen und dadurch stärker im Kurs zu wachsen. Sollten Sie dies jedoch nicht schaffen, kann die Aktie auch jahrelang stagnieren oder rückläufig sein. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit letzter Woche besitzt mein Kanal eine Werbepartnerschaft mit Xtra ETF. Werbung für Broker, einzelne Aktien oder Fondsanbieter kommt für mich bekanntlich nicht in Frage. Ich nutze selber Xtra ETF bei jeder ETF-Analyse und vor allem auch, um die Performance meines eigenen Portfolios zu tracken und zu analysieren. Xtra ETF bietet dazu eine tolle Schnittstelle, mit der ihr euer Depot sehr simpel mit Xtra ETF verbinden könnt und so viele spannende Informationen, wie zum Beispiel die Verteilung eures Portfolios nach Regionen, Small Cap und Large Cap Aktien, KGV und ähnliches einfach ablesen könnt. Dabei gibt es kostenlose Varianten und auch Varianten, die noch mehr Details bieten und einen monatlichen Betrag kosten. Ich selbst nutze die Standardversion für ca. 70 Euro pro Jahr. Einen Link zu Xtra ETF findet ihr in der Videobeschreibung. UBS stufte Nintendo zuletzt Anfang Juni als neutral ein. Generell sagt eine Mehrheit der Analysten, dass die Aktie zurzeit gekauft werden sollte. 5 von 16 Analystenkommentare sprechen aber eher von halten oder verkaufen. Laut S&P Global Market Intelligence rangiert Nintendo gerade in etwa 20% unter dem mittleren Kursziel. Das wäre natürlich eine nette Rendite, wenn man diese 20% mitnehmen würde, wenn das Ziel wieder erreicht würde. Allerdings muss man auch sagen, dass die Kurszielspanne so groß ist, dass sie praktisch keine Aussagekraft besitzt. Sollte das oberste Kursziel erreicht werden, wären sogar 70% Rendite hin. Sollte das unterste Kursziel angesteuert werden, so gäbe es beim Einstieg jetzt einen Verlust von fast 60%. Insofern hilft hier also keine Glaskugel und auch kein Analystenkommentar so richtig weiter. Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, liegt der Kern des Umsatzes der digitalen Gaming-Industrie aktuell im Mobile-Markt. Mehr als 70 Milliarden Dollar wurden hier erwirtschaftet. Der Free-to-Play-PC-Markt, wo Umsätze über Ingame-Käufe erzielt werden können, folgt dahinter, abgeschlagen mit 20 Milliarden Dollar. Der Konsolenmarkt ist hier also eher ein mittelgroßer Nischensektor in der Gaming-Industrie. Das Potenzial von Nintendo nur im Konsolensegment ist also stark beschränkt. Mit einigen Apps wie zum Beispiel Fire Emblem Heroes oder Mario Kart ist Nintendo zwar auch auf dem Mobile-Markt unterwegs, die Umsätze halten sich jedoch noch in Grenzen im Vergleich zu den restlichen Segmenten. Hier läge also noch definitiv Potenzial. Nintendo ist seit 2017
2016 Teil der mobilen Gaming-Szene. Es dauerte also in etwa 6 Jahre, bis das Unternehmen 1,8 Milliarden US-Dollar an Einnahmen aus den mobilen Spielen erzielt hat. Das ist sicherlich noch nicht konkurrenzfähig und dabei ist das Spiel Fire Emblem Heroes alleine für 1 Milliarde US-Dollar Umsatz verantwortlich von diesen 1,8 Milliarden. Das zeigt aber positiv gesehen natürlich auch, wie schnell ein einzelnes Mobile-Game attraktiv werden könnte, zumal man hier in der Regel zwar von relativ hohen bis mittelhohen First-Copy-Costs ausgeht. Danach ist das Spiel aber, wenn es erfolgreich ist, natürlich unglaublich margenstark und kann skalieren. Überlegt euch gerne selber, ob ihr glaubt, dass Nintendo im Mobile Gaming aufholen wird. Der Kernumsatz im Videospiele-Konsolenmarkt wird bis 2026 auf über 130 Milliarden Dollar ansteigen. Corona sorgte hier 2020 und 2021 für rasantes Wachstum, was 2022 zunächst sogar rückläufig sein wird. Erst 2024 soll der Markt den Peak von 2021 wieder übertreffen können. Passend, wenn dann die Nintendo Switch 2 oder die generelle neue Konsolengeneration angekündigt würde. Wie zyklisch das Geschäft hier ist und vor allem wie antizyklisch die Konkurrenten im Hardware-Markt hier agieren, sieht man auch in diesem Vergleich zwischen Nintendo und Sony. Während Nintendo vor dem Release der Nintendo Switch weit abgeschlagen bei unter 4 Millionen verkaufter Konsolen in 2016 zurücklag, konnten sie 2019 und 2020 mit der Nintendo Switch den Spieß einmal umdrehen. 2021 lagen beide Unternehmen bei den Absatzzahlen gleich auf und 2022 soll Sony mit der PlayStation 5 wieder die Nase vorne haben. Bis 2025 sollen die Absätze beider Unternehmen mit ihrer aktuellsten Konsolengeneration aber laut DFC Intelligence sinken. Im Gaming-Software-Markt, also im Videospielemarkt, liegt Nintendo aber dauerhaft hinter Sony. Das Wachstum bei Sony wirkt zwar ebenfalls leicht zyklisch, aber deutlich konstanter. Auch hier wird bei Nintendo ein enormer Rückgang im Umsatz bis 2025 prognostiziert. Im Vergleich mit Microsoft sieht die Welt ein wenig besser aus. Bis 2016 lag auch hier Microsoft vorne. Die Zahlen bei Microsoft, vor allem eben für die Xbox-Serie, sind aber eher rückläufig. Trotzdem sollen 2025 laut DFC mehr Konsolen bei Microsoft verkauft werden als bei Nintendo. Selbiges Bild sehen wir auch bei den Umsätzen mit Gaming-Software. Auch hier liegt Nintendo aktuell eigentlich vorne. 2024 soll Microsoft dann aber wieder vorne liegen. Den deutlichen Rückgang in der Nachfrage in 2022 prognostiziert auch Statista. Hier wird ein Schrumpfen von 6,6% prognostiziert. In den Folgejahren soll der Markt dann aber konstant mit etwas mehr als 6% pro Jahr wachsen, was auch kein besonders starkes und außergewöhnliches Wachstum ist. Dabei spielt der digitale Erwerb von Videospielen oder Spielinhalten eine immer größer werdende Rolle. Der digitale Umsatz soll bis 2023 auf über 50 Milliarden US-Dollar anwachsen, laut Capcom und Co. Der physische Verkauf von Spielen bzw. Spieleinhalten soll sich aber relativ konstant auf dem Niveau von ca. 10 Milliarden Dollar halten. Kurz gesagt vergebe ich in der Prognose 2,5 von 5 Sterne. Die Analystenmeinungen gehen sehr weit auseinander. Grundsätzlich werden in sämtlichen Prognosen die Aussichten für die Zeit bis Ende 2023 relativ negativ gesehen und es wird kein rasantes Wachstum darüber hinaus prognostiziert. 6% Wachstum nach einem Rückgang in diesem Jahr sind aus meiner Sicht nicht wirklich überragend stark in der Branche. Bei derartig geringen Erwartungen bieten aber möglicherweise plötzlich einschlagende Mobile-Umsätze oder eben ein plötzlicher, schneller Release der neuesten Konsolengeneration die Möglichkeit, dass es einen plötzlichen Aufschwung der Aktie geben könnte. Hier steht aber insgesamt ein großes Fragezeichen, eine große Spannbreite, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln könnte. In der Marktposition habe ich 3 von 5 Sterne für ihre gute Position im Konsolen-Gaming-Markt gegeben. Für die Kennzahlen gab es 3,5 von 5 Sterne. Negativ schlagen hier vor allem die Jahre 2011 bis 2015 zu Buche und die negativen Aussichten. Für die Risiken gab es 2,5 von 5 Sterne. Gerade das zyklische Geschäft birgt ein größeres Risiko. In der Prognose gab es dann 2,5 von 5 Sterne, da der Markt zuletzt einiges an Umsätzen auch vorweggenommen hat. Insgesamt erhalten wir dann einen Durchschnitt von 2,875 Sternen, den ich auf 3 Sterne aufrunde. Meine Meinung? Ja, Nintendo hat mit seinen exklusiven Titeln wie Pokémon, Mario und Co. einen gigantischen Vorteil. Diese funktionieren nur auf ihren Konsolen und auch wenn die Bewertung von 3 Sternen insgesamt nicht besonders toll klingt, damit haben sie schon einen starken Unique Selling Point, der natürlich auch ein wenig risikobehaftet ist, aber aus meiner Sicht, solange das Management diesen USP im Fokus behält, auch ein Garant für Stabilität und anhaltende, langfristige, gute Marktposition. Das mega starke Wachstum bei Nintendo sehe ich jedoch nicht, sodass die Aktie mit der aktuell guten Dividendenrendite möglicherweise etwas für ein Dividendenportfolio wäre oder für eine Quality- oder Value-Strategie. Mit der Chance, zyklisch eine Überperformance in der Rendite zu erhalten, aber eben auch lange Jahre damit zu verbringen, dass die Aktie nicht so toll performt. Wenn ich mir jedoch den mittelfristigen Gaming-Konsolenmarkt anschaue, sehe ich hier wenig überdurchschnittliches Wachstum, sodass es aus meiner Sicht für mich keinen Sinn ergibt, mit dieser Aktie das Risiko in meinem ETF-geprägten Portfolio zu erhöhen, für nur vielleicht ein wenig mehr Rendite, wenn sie es schaffen sollten, die relativ durchschnittlichen Erwartungen zu schlagen. Die Aktie findet sich daher nicht in meinem Portfolio und ich habe auch nicht vor, sie zu kaufen. Die Nintendo-Aktie ist natürlich im VanEck Vector Video Gaming and eSport ETF enthalten. Aktuell nimmt die Aktie hier mehr als 5,7% Anteil ein. Wer also in den Gaming-Sektor als Ganzes investieren möchte,
Für den ist dieser ETF eventuell interessant, schaut euch dazu gerne meine Analyse zu diesem ETF an. Die Aktie ist außerdem in dem noch sehr kleinen VanEck Vector Smart Home Active ETF enthalten. Warum? Würde ich mir auch gerne mal angucken, mit einer etwas geringeren Gewichtung. Wenn ich diesen ETF mal vorstellen soll, dann schreibt das gerne heute im Reiter Community auf meinem Kanal in die Kommentare zur aktuellen Umfrage. Natürlich ist Nintendo auch in allen ETFs zur Region Japan dabei, wie beispielsweise im X-Trackers MSCI Japan ESG ETF mit ca. 3,5% oder im X-Trackers MSCI Japan ESG Screened ETF mit ca. 1,5%. Die Zahl der Japan ETFs ist sehr groß, also es gibt da noch viele weitere. Was haltet ihr von der Nintendo-Aktie? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit dem nächsten ETF wieder. Bis dahin bleibt gesund.